Wir haben am 22. Januar 2024 mit einem Free-to-Play-Account in Clash of Clans begonnen, einfach um zu sehen, wie weit man in einer gewissen Zeit in Clash of Clans kommen kann. Inzwischen haben wir den zweiten Monat erreicht. Ich habe die Highlights aus dem zweiten Monat in 2 Teile aufgeteilt. Dies hier ist der erste Teil und der zweite Teil wird am Mittwoch um 12 Uhr online gehen, also checkt den natürlich auch gerne ab. Und jetzt lehnt euch zurück und genießt die ersten Highlights aus 2 Monaten Clash of Clans. Den Barbarenkönig natürlich noch. Und dann werden wir auch direkt die Clanburg erstmal Schatzkammer plündern, weil wir jetzt natürlich die Drachen auch direkt für 1 Million weiter forschen werden auf Level 2. Außerdem werden wir hier die Luftabwehr direkt weiter auf Level 4 hauen, damit die mit den anderen auf dem gleichen Level ist. Dann sind wir da schon mal equal. Dann werden wir hier auch den Bogenschützenturm auf Level 5 hauen. Dann ebenfalls das Armeelager direkt weiter leveln für 750.000. Dann sind die auch alle auf Level 6. Und werden hier den Minenwerfer, der noch auf Level 1 ist, jetzt auch schon mal auf Level 2 hochhauen. Alright, dann sind Bauarbeiter und Forschen schon mal fertig. Dann gehen wir noch mal kurz hier rein. Wir haben hier noch Drachenheit freigeschaltet, kriegen dafür 20 Gems nochmal als Belohnung. Somit auch Level 42 erreicht, was eh schon der Fall ist. Dann können wir hier auch direkt nochmal Drachen am besten auch anfordern. Vorher gehen wir noch ins andere Dorf, sammeln hier erstmal alles ein. Hier werden wir den Wachposten auch auf Level 4 maxen. Aktivieren natürlich den Schub. Ich habe gerade gesehen, dass 75% meiner Zuschauer noch kein Abonnent sind. Wenn du zu den 75% gehörst, dann lass am besten direkt ein Abo da, kostet nichts, hilft mir auf jeden Fall weiter und lass natürlich auch direkt ein Like da. Ich würde mich freuen und jetzt geht's weiter. Und holen hier hoffentlich 3 Sterne ab mit unseren Drachen jetzt. Okay. So, dann werden wir hier schon mal das Ganze wegseppen. So, dann werden wir mal kurz schauen. Hier mit den Barbaren starten. Da. Dann werden wir hier schon mal einen Drachen hinhauen. Da einen Drachen hinhauen. Haben wir noch den Bogenschützen dahin. So, und dann werden wir hier mit den Drachen, weiteren Drachen starten. So, dann ist der Drache aus der Clanburg auch weg. Dann hauen wir da auch die Ballons raus. So, die Luftabwehr sollte jetzt auch langsam da weg sein. Und dann kommen die Drachen und Ballons aus allen Richtungen. Und gerät natürlich alles unter Flammen da. Also sollte sich das relativ gut ausgehen da. Minenwerfer ist dann auch weg. So, Drachen heizen alles Rathaus richtig ein. Und dann sollte sich das ausgehen, da er auch keine Gebäude noch in Ecken hat. Am Anfang sah es eher nicht so gut aus, aber hat sich dann doch gut ausgegangen, auch mit seinem Drachen natürlich noch in der Clanburg dann. Let's do it! Da ist der Sternenbonus 350k Gold, 350.000 Elixier und 1500 dunkles Elixier. So, was haben wir denn hier für ein Dorf? Da starten wir hier mit dem Schleichschützen. Hier 2 Schleichschützen. Dann die ganzen Barbaren da raus. Da 2 Schleichschützen und dann da noch ein Schleichschütze. Dass die Luftabwehr da rausgenommen wird. Also die Luftbombe vor allem muss da rausgenommen werden. Jawohl, die sind down. Okay, und jetzt müssen wir schauen. Ich denke, wir starten dann von hier mit dem Drachenbaby. Dass der Tesla relativ schnell down geht. Dann die Kanone und dann holen wir hoffentlich das Rathaus. Und das wären dann auch 50%. Das sollte sich aber ausgehen. Ah, okay. Ja doch. Da sind dann die 2 Sterne auf jeden Fall.
gesagt, mehr wird's nicht. Somit haben wir auf jeden Fall den Sternebonus geholt. Auch im Nachtdorf. Alright. Schöne Sache, schöne Sache. Da ist der Stern. 155.000 Gold. Schöne Sache. Ich bin's nochmal kurz. Wenn du den Progress auch live verfolgen willst, dann komm unbedingt von Montag bis Samstag zu meinen Livestreams dabei und lass währenddessen natürlich auch gerne direkt ein Follow bei Twitch da, damit du auch bei Twitch zuschauen kannst. Und jetzt machen wir auch direkt weiter. Und wie gesagt, wenn ihr selbst Clash of Clans zockt und noch keinen Clan habt, könnt ihr natürlich gerne eine Anfrage stellen. Clan-ID seht ihr ja im Stream-Overlay. So, wie ihr seht, flattern hier schon die Drachen fleißig rum, weil wir die Drachen jetzt auch auf Level 2 gelevelt haben. Die sind jetzt fertig. Haben dann außerdem das Armeelager noch, also alle Armeelager jetzt maxed schon mal. Dann sammeln wir hier erstmal alles ein. Dann fordern wir auch schon mal Drachen wieder an. Und dann werden wir die Riesen erstmal auch auf Level 4 weiter forschen. Und dann werden wir zum einen natürlich die dunkle Kaserne bauen. Dafür gehen wir nochmal kurz in die Schatzkammer und holen das hier ab. So, dann bauen wir die dunkle Kaserne hier. Zack, zack, zack. Genau dahin. So, und dann werden wir hier diesen Bogenschützenturm, der noch ein bisschen rumkrebelt da, auf Level 6 dann auch hochleveln. Den Minenwerfer ebenfalls auf Level 3. Wenn wir nochmal kurz ins Nachtdorf rübergehen, sammeln hier alles ein. Und hier aktivieren wir jetzt erstmal den Schub und werden jetzt den Uhrenturm auch auf Level 4 verbessern. Schöne Sache. Und dann haben wir hier für Meisterhütte 4 auch alles maxed, sodass wir dann morgen, auch am Anfang des Streams, die Meisterhütte leveln werden und dann natürlich Montag im Clash of Clans Stream auch im Nachtdorf natürlich wieder mehr zu tun haben, weil wir eine neue Meisterhütte dann haben. Wobei, wir können hier jetzt schon mal das Goldlager da weiter leveln. Und dann gehen wir jetzt in den Kampf rein. Jetzt sollten aber 3 Sterne rausholen, damit wir den Sternebonus im Hauptdorf holen. Dann werden wir hier die Luftabwehr, soweit es geht, down bekommen. Dann werden wir mit dem Barbarenkönig hier anfangen und werden auch schon mal einen Bogenschützen da hinsetzen. Wieder erstmal an der Seite ein bisschen aufräumen. Dann auch einen Magier noch dahin setzen. Dann starten wir da außen mit einem Drachen. Und jetzt hier schon mal die Wut da beim Barbarenkönig raus. Und starten jetzt hier mit den weiteren Drachen. Werden dann hier schon mal ein paar Ballons reinhauen. So, dann warten wir ein bisschen, bis die Drachen da weitergekommen sind. Am besten halt zu der Luftabwehr dahin. Dann wir die nächsten Ballons auf der Seite rein und jetzt auch die Ballons hier auf der Seite. Dass die zu dem Bogenschützenturm gehen und ein bisschen den Drachen da aushelfen. So. Und dann sind sie erstmal beim Rathaus, heizen da natürlich schon ein. Jetzt müssen die natürlich relativ schnell, beziehungsweise die Ballons gehen jetzt auch zur Luftabwehr, die fällt. Und dann sieht es auch relativ gut aus, dass wir hier die 100% auch holen. Sollte sich zeitlich ausgehen. Wie gesagt, Drachen brauchen immer ein bisschen. Ja, und diese Lager halten natürlich da auf. So, dann fällt auch der Tesla und dann sollte sich das auch easy ausgehen mit unseren Drachen hier. Wie gesagt, da ist noch eine Mine, wo die jetzt noch hin müssen, aber das sollten die in
45 Sekunden auch schaffen. Schöne Sache auf jeden Fall. Schöne Sache. So, da sind die 100%. 14 Pokale auch noch eingesackt. Damit Sternebonus 350k Gold und Elixier und 1500 dunkles Elixier. So, dann haben wir noch 2 Sachen abgeschlossen. Und sind beim Forschungstrank. Holen wir uns ab. Wenn du weitere und exklusive Vorteile auf diesem Kanal haben willst, wie zum Beispiel Vorabzugriff auf neue YouTube-Videos, als auch Vorrang bei Live-Videogames im Stream und noch vieles mehr, dann check unbedingt meine Mitgliedschaften ab und klick dazu auf den Mitglied-werden-Button hier unter dem Video. Ich würde mich freuen, dich als Mitglied begrüßen zu dürfen. Und jetzt geht's weiter mit den Highlights. Da werden wir da 3 Schleichschützen hinhauen. Da ein Schleichschützen. Und da 2 andere. Und dann werden wir hier mit dem einem Drachenbaby reingehen. Und hier oben mit dem anderen Drachenbaby reingehen. So, und dann sollte die Luftabwehr down sein. Wie gesagt, dann gibt es noch irgendwo wahrscheinlich den Tesla, den er noch irgendwo hat. Aber das könnte sich ausgehen, weil die beiden auch getrennt voneinander sind, dass die halt im Rage bleiben. So, dann haben wir hier schon mal den ersten Stern. Da oben ist der Tesla. Wenn das Drachenbaby jetzt zum Tesla geht, sollte sich das ausgehen. Der Drachenbaby geht natürlich erstmal zur Meisterhütte und schafft die dann nicht. So, und das zweite Drachenbaby, glaube ich, alleine. Wie gesagt, wir werden die Meisterhütte holen. Und weichen erstmal dem Tesla komplett aus, sodass wir wahrscheinlich das zeitlich nicht für 3 Sterne leider ausgehen wird. An sich, glaube ich, von der Strategie her fand ich es gar nicht verkehrt. Aber naja. So. Dann fliegt es jetzt zum Tesla. Wird den Tesla natürlich auch down bekommen. So, und jetzt vielleicht doch noch. Junge, das wird ganz knapp. Ganz knapp da. Jawohl. Holen wir doch die 100%. Ja moin, und gehen ein Level höher. Schöne Sache. Somit haben wir auf jeden Fall den Sternenbonus auch schon mal. Und werden natürlich jetzt hier einfach mit dem Drachenbaby da reinstarten. So, dass der fällt. Aber dann denke ich, ist nicht mehr viel möglich. Wie gesagt, Meisterhütte holen wir, dann kommen ja diese Seppis-Dinger da raus. Ja, sieht aber gut aus. Wie gesagt, wenn er noch einen Tesla oder sowas hat, dann kann uns das noch gefährlich werden. Aber ansonsten werden es vielleicht sogar 2%, genau, 200%. Da ist der Tesla. So, geht auf jeden Fall zum Tesla erstmal. Tesla fällt, dann sollten es 200% werden. Ja moin. Mir seit gefühlt 50 Jahren nicht mehr. Ach nee. Alright, schöne Sache. Let's do it. Damit haben wir 155.000 Gold auch eingesackt durch den Sternebonus. Erstmal werden wir hier die Clanburg ausrauben, sag ich mal. Und dann werden wir hier die dunkle Kaserne schon mal 1 weiterleveln für 600.000. Damit wir dann den Schweinereiter auch bekommen. Dann werden wir hier den Bogenschützenturm für 300.000 auch auf Level 7 bringen. Und hier den Minenwerfer auch auf Level 4, damit beide auf dem gleichen Stand sind wie alle anderen auch. Warte, erstmal holen wir uns hier die Belohnung ab. Ja, 15 Millionen aus der Schatzkammer rausgeholt. Nochmal 100 Gems. Schöne Sache. Und dann gehen wir hier ins Nachtdorf rüber. Sammeln das Ganze ein. Und hier wird auch wieder ein geiler Schritt kommen. Denn wir werden die Meisterhütte
jetzt auf Level 5 anfangen, damit wir am Montag im Clash of Clans Stream genau dort fortfahren können und die dann auch ready ist, weil wir haben jetzt alles maxed basierend auf Rathaus bzw. Meisterhütte Level 4 und deswegen starten wir das Rathaus auch direkt. Schöne Sache, aktivieren natürlich hier nochmal den Schub. Dann haben wir hier noch was freigeschaltet jetzt. Und zwar den Heldentrank, den holen wir uns auch mal ab. Für später irgendwann. Komm on, ein Stern sollte auch hier noch möglich sein. So, das außenrum alles holen und dann sollten es nämlich auch 50% sein. So sieht es nämlich aus. Und dann geht sich das auch aus mit dem einen Stern noch. Okay, dann haben wir hier den Sternebonus geholt. 155.000 Gold, die wir natürlich für Montag dann gebrauchen können, wenn unsere Meisterhütte weiter gelevelt ist. Und dann gehen wir zurück ins Hauptdorf. Okay, dann sind die Truppen ready und wir gehen jetzt in den Kampf. Ein Stern müsste in normalen Umständen drin sein. Wir setzen hier diese Luftabwehr. Und nehmen beide, oh mein Gott, und nehmen beide Magiertürme auf jeden Fall auch schon mal raus. Ist nice. Und wenn wir hier mit dem Barbarenkönig starten, wenn da schon mal Magier und dann auch ein Bogenschütze auf die andere Seite hauen, wenn dann die Wut aktivieren. So, dass der da außen lang geht. Und dann werden wir hier einen Drache noch hinhauen. Jetzt da einen Drache noch hinhauen. Und dann die anderen da in der Mitte placen. Dass die hinterherkommen. Und wir da schon mal 2 Ballons noch mit rein. So, dann warten wir ein bisschen. Dann hier noch Ballons reinhauen. Dass wir die Drachen da wieder in die Mitte schicken. Oh, der Drache geht wieder raus. So, die Luftabwehr da muss auf jeden Fall durch den Drachen fallen. Das passiert. Die Einstellung. Wir sind mit den Drachenangriffen jetzt gar nicht mehr so prickelnd am Start, glaube ich. Vielleicht, ich glaube, wenn wir dann am Montag auch Schweinereiter freigeschaltet haben, werden wir dann auch, glaube ich, mal einen Schweinereiterangriff testen. War es noch nicht im Plan, aber white. Naja, immerhin die 2 Sterne geholt. Oh, 306.000 Elixier ist natürlich äußerst nice. Jetzt noch der Sternebonus obendrauf. Alright. So, dann haben wir hier jetzt noch was freigeschaltet. Nope. Dann würde ich sagen, plündern wir direkt mal die Schatzkammer auf jeden Fall. Dann werden wir die Zauberfabrik auf jeden Fall hochleveln. Auch nice. Und dann werden wir... Ich glaube, wir werden den Heilungszauber forschen. Weil wir eventuell den Schweinereiter-Heilungszauber-Kombi natürlich nutzen werden. Dann forschen wir den auf jeden Fall erstmal weiter. So, dann ein Meilenstein ist natürlich erreicht. Wir haben jetzt auch die dunkle Kaserne fertiggestellt auf Level 2. Somit haben wir auch die Schweinereiter, wie ihr hier seht, freigeschaltet. Und zwar werden wir auch diesmal heute relativ viel Schweinereiter-Angriffe mal testen. Ob wir, sage ich mal, eher mit Drachen angreifen oder mehr mit Schweinereiter angreifen. Weil Schweinereiter auf jeden Fall eine gute Alternative sein können. Wie gesagt, wir werden dann wahrscheinlich so anfangen. 20 Schweinereiter, 3 Bomber, 2 Kobolde, 9 Riesen, 11 Magier, 2 Barbaren, einen Bogenschützen. Wahrscheinlich werden wir das dann so machen, dass die Barbaren und Kobolde rausfliegen und dafür wir einen Magier wahrscheinlich dann noch mehr mitnehmen werden. Aber das wird dann wahrscheinlich erst im zweiten Kampf dann passieren. So,
Und dann würde ich sagen, werden wir auch mal hier unsere Kanone jetzt endlich mal hochleveln, die auf Level 5 noch geblieben sind. Für 100.000 die erste und dann auch hier die zweite. So, und dann habe ich mir noch vorgenommen, dass wir natürlich den letzten Tesla, den wir noch bauen können, auch natürlich jetzt bauen. Und zwar wird er denn hier diese Lücke füllen. Und dann bauen wir den da auch schon mal hin. So, dann hätten wir nämlich alle Objekte für Rathaus 7 auch schon mal, sag ich mal, grob gebaut. Und dann werden wir natürlich, wenn wir schon mit Schweinereitern angreifen, sehr wahrscheinlich werden wir natürlich auch heute die Schweinereiter direkt eins weiter forschen für 4000 dunkles Elixier. So, und da wir hier noch so einen Schubtrank haben, nehmen wir den auf jeden Fall mal fürs Labor. Sodass der eventuell noch diesen Stream fertig wird, aber ich glaube es eher nicht. Und wie ihr hier oben seht, die Zauberfabrik dauert noch 1,5 Stunden. Dann ist die auch fertig, dann können wir endlich 6 Zauberkapazitäten mitnehmen, was uns das natürlich nochmal deutlich mehr erleichtern könnte, indem wir dann 3 Zauber sehr wahrscheinlich in den Kampf mitnehmen. So, dann schauen wir nochmal kurz hier. Wir sind jetzt Level 44 und haben hier das eine Errungenschaft geholt, wo wir 5 Gems erhalten. Und dann haben wir hier noch Meisterhütte auf Level 5. Wie gesagt, nochmal 30 Gems, die wir auch noch mitnehmen. Schöne Sache auf jeden Fall. Warte, wir gehen erstmal ins Nachtdorf rüber. Sammeln hier alles ein. Wie gesagt, jetzt könnten wir rein theoretisch hier die Kampfmaschine 900.000 Elixier auch mitnehmen. Wir können jetzt endlich seit 5 Jahrtausenden das Elixier, was sich da schon angestaut hat, jetzt auch mal mitnehmen. Dann haben wir 630.000. Am wichtigsten, wir bauen natürlich erstmal hier die ganzen Mauern, weil die halt keine Bearbeitungszeit brauchen. Dann haben wir die auf jeden Fall schon mal. So. Zack, 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 zack. Wie gesagt, ob wir die jetzt schon dann hochleveln, ist noch die andere Sache. So, dann bauen wir erstmal so. Jetzt haben wir alle. Dann können wir diese Reihe hier erstmal nehmen. Und werden die erstmal damit ranhauen, dass wir uns das gleich einfacher machen. Dann können wir die Reihe auch erstmal hierhin verschieben. So. Das ist schon mal gar nicht verkehrt. Und dann werden wir jetzt hier noch natürlich die Doppelkanone bauen und die Kracher natürlich bauen, die wir jetzt neu haben. Also fangen wir da schon mal mit der Doppelkanone an. Aber wir gehen so in den Clan und suchen jetzt hier unseren Clan-Gegner auf jeden Fall. Und dann schauen wir mal, wie wir das Ganze dann machen. Dann würde ich sagen, gehen wir hier schon mal in den nächsten Angriff rein. Um den Sterne-Bonus und schauen mal, ob die Schweinereiter-Kombi wieder gut funktioniert oder nicht. So, ich würde sagen, wir werden hier dann schon mal mit den Luisen starten. Die Mauerbrecher raushauen. Alle anderen Luisen da reinhauen. Und dann hauen wir auch schon mal die ganzen Magier dahinterher. Ebenfalls den Barbarenkönig, den wir schon reinschicken werden. Und dann hier direkt den Heilzauber rein. So, aktivieren da die massive Sache. So, und dann würde ich sagen, hauen wir hier die ersten Schweinereiter rein. Hauen wir da die anderen Schweinereiter rein. So, und dann werden wir hier mit den restlichen Schweinereitern reingehen. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir hier am besten jetzt den besten Heilzauber des Jahres raushauen. So, Schweinereiter gehen da weiter. So, sind dann schon bei der Kanone, bei der Luftabwehr. Diesen kommen hinterher. Schweinereiter jetzt auch am Minenwerfer. Schweinereiter an... Gott, Junge, diese Schweinereiter, ne? Junge, die springen da durchs ganze Dorf. Da kommt keiner hinterher. Da kommt keiner hinterher. Also bisher funktioniert Schweinereiterangriff relativ gut. Alright, und dann machen die da fast alles im Alleingang. Magier zertrümmern dann auch noch alles. Und dann holen wir auch hier die 100%. Okay, jetzt hier natürlich auch noch in der Ecke eine Truppe. Oh, Schweinereiter galoppieren aber schon hin.
Schöne Sache. Schöne Sache, auch wieder hier 100% geholt. So. Alter, 411.000 Elixier. Das ist natürlich auch heavy. Und somit den Sternebonus auch. 350.000 Gold, 350.000 Elixier und 1.500 dunkles Elixier. So, und dann müssten wir jetzt ins Nachtdorf rübergehen. Da ist jetzt nämlich die Doppelkanone hier auch fertig. Und dann werden wir erstmal alle Fallen auch, erstmal alle Fallen noch bauen. Erstmal hier randommäßig hinstellen. Damit die erstmal gebaut sind. Wie gesagt, das Dorf werden wir dann wahrscheinlich während des Streams noch kurz umbauen. So. Und dann haben wir, glaube ich, auch alle Fallen jetzt ready, genau. Und dann werden wir auch weitermachen, indem wir hier diesen dritten Kracher, ne? Kracher auch erstmal bauen hier. Warte, den stellen wir erstmal hier oben hin. So. Wie gesagt, wird sich noch alles verändern vom Design denn her. So. Schweinereiter sind jetzt geforscht auf Level 2. Dann schauen wir mal, was können wir jetzt noch weiter forschen. Ich würde sagen, wir forschen die Heiler weiter. Forschen die Heiler weiter. So. So, dann sind die Quacher auch ready. So, dann würde ich sagen, 2 Stunden dauern die. So, dann würde ich sagen, werden wir erstmal hier die ganzen Hindernisse entfernen. Und zwar werden wir erstmal den Kracher machen, Turbo aktivieren. Dass das da schneller von der Hand geht, auf jeden Fall. Das waren jetzt auch schon die Highlights aus dem ersten Teil Clash of Clans. Damit du den zweiten Teil auf keinen Fall verpasst, solltest du unbedingt den YouTube-Kanal abonnieren, die Glocke aktivieren, damit du benachrichtigt wirst, wenn die nächste Folge am Mittwoch denn online geht. Lass natürlich auch gerne ein Like da und teile das Video natürlich gerne mit anderen Clash of Clans Freunden, damit mehr Leute darauf aufmerksam werden. Ich würde mich auch freuen, wenn du in meinen Livestreams von Montag bis Samstag auf YouTube und Twitch vorbeischaust. Lass am besten schon ein Follow bei Twitch da, damit du auch dort bei den Clash of Clans Folgen live auf dem aktuellen Stand sein kannst. Wenn du ebenfalls weitere Vorteile auf diesem Kanal haben willst, wie Vorabzugriff auf neue Videos, ebenfalls die neuen Folgen Clash of Clans oder auch Vorrang bei Live-Your-Games in Livestreams, dann schau dir unbedingt auch meine Mitgliedschaften auf diesem Kanal an. Dann klick unbedingt auf den Mitglied werden-Button hier unter dem Video, dann kommst du dorthin. Ich rate dir zum Schluss noch in diese Clash of Clans Playlist reinzuschauen, denn dort siehst du, welchen Progress wir in gewissen Abschnitten gemacht haben, falls du ebenfalls frühere Abschnitte ebenfalls spannend findest. Und zum Schluss sage ich wieder, welcome to the new age. Ciao.